heutigen Video. Nicht erschrecken, ich habe schon meine Grundierung auf dem Gesicht, deswegen sehe ich schon etwas blass aus. Wir machen heute nämlich ein kleines Make-up-Tutorial für ein rosafarbenes, schimmerndes Augen-Make-up, so ein bisschen Vintage inspiriert, das ich einfach irgendwann mal gemacht habe und seitdem einfach immer wieder gerne mache, weil es so ein bisschen... Ja, es hat so ein bisschen leichten Glamour durch das Glitzer. Und für die Grundierung habe ich benutzt, wie eigentlich immer, einmal meinen e.l.f. Poreless Face Primer, meine e.l.f. Foundation im Farbton Porcelain, ein transparentes Gesichtspuder, in diesem Fall von Catrice. Und davor, also vor dem Puder, natürlich noch mein Liquid Camouflage Concealer, ebenfalls von Catrice. Für den Lidschatten benutze ich folgende Farben. Einmal benutze ich, das ist kein Lidschatten, das ist ein Highlighter. Einmal diesen Highlighter hier von Catrice. Ansonsten an Lidschatten benutze ich einmal diese rosa Farbe hier oben auf der Nude Tude Palette von The Balm. Aus der NYX Cosmic Metals Palette. Das rosa hier unten. Und aus der Swear by It Palette von NYX ein kleines bisschen was von dem, ja, rosa ist vielleicht das falsche Wort, es ist so ein lila, rosa, rosé, altrosa hier oben und ein bisschen was von diesem Braunton hier unten. Ich nehme zum Primen für meinen Metallic Lidschatten erstmal etwas von meinem Concealer und tupfe das mit meinem Finger einfach über den vorderen Teil des Augenlids, das dann am Ende nämlich schimmern soll. Und dann nehme ich diesen rosanen Metallic Lidschatten aus der NYX Palette und tupfe das ebenfalls mit meinem Finger einfach vorne aufs Augenlid drauf. Um dann einen Pinsel zu nehmen. Und dann nehme ich meine The Balm Palette und nehme diesen schönen Rosaton hier, der ohne Glitzer, da ist noch einer drunter mit Glitzer und verteile es auf das äußere Augenlid und arbeite es auch in die Augenfalte quasi mit ein. Das ist ein sehr heller Farbton und eignet sich daher sehr gut einfach als Grundierung für die anderen Farbtöne, die noch drüber kommen. Dann nehme ich diesen lila, altrosa Ton und gehe damit über dieselben Stellen quasi nochmal drüber, um es farblich zu intensivieren. Außerdem fange ich auch schon an mit diesem Altrosaton so ein bisschen unter meinem Auge. Das habe ich hier gerade anscheinend leider nicht gefilmt, I'm so sorry. Und nehme dann diesen Braunton, der ebenfalls irgendwie so einen leichten altrosa Unterton hat. Und gehe damit nur ganz kleines bisschen außen auf das äußere Augenlid, um das nochmal ein bisschen zu betonen einfach. Und gehe damit dann ein bisschen stärker noch in die Lidfalte als mit den Rosatönen und verteile das auch hier ein bisschen unter dem Auge. Und dann nehme ich einen flacheren Pinsel und nehme meinen Highlighter, den ich nochmal vorne an die Spitze des Auges quasi anbringe, um das nochmal ein bisschen farblich oder von der Helligkeitsstufe her hervorzuheben. Dann geht es natürlich an den Eyeliner. Kein Look ohne Eyeliner, bei mir zumindest. Und ich mache damit im Endeffekt einfach auch nur das Gleiche, was ich sonst auch tue vom Eyeliner her. Allerdings versuche ich, wenn ich solche farblichen Sachen mache, den Liner oder die Linie selber einfach noch mal ein bisschen dicker zu ziehen, um das so ein bisschen noch mal hervorzuheben. Und dann werden natürlich die Wimpern getuscht. Ich benutze sowohl für Eyeliner als auch für die Wimperntusche jetzt im Moment Produkte von Catrice. Ihr könnt hier natürlich auch gerne, wenn ihr noch ein bisschen mehr Drama hättet, künstliche Wimpern noch mit aufkleben. Ich war dafür hier leider gerade zu faul. Und dann kommt noch ein bisschen Blush für ein bisschen Farbe im Gesicht. Hier benutze ich einen Blush von ebenfalls Catrice. Ich schwäche es dann hier in meiner Mitte vom Gesicht noch mal ein bisschen ab mit Puder und dann nehme ich noch mal meinen Highlighter und gebe so ein ganz klein bisschen Highlighter am Wangenknochen bis hoch zur Augenbraue
auf mein Gesicht. Ebenfalls ein kleines bisschen über die Oberlippe und zwischen die Augenbrauen und ein bisschen auf die Nase. Aber nur ganz klein wenig. Und dann geht es an den Lippenstift. Ich benutze am liebsten die Super Stay Matte Ink Lippenstifte von Maybelline. Ich benutze für diesen Look 3 verschiedene Lippenstifte, um im Endeffekt die Lippen farblich so ein bisschen abzustufen, um mehr Volumen zu kreieren. Als allererstes nehme ich den Lippenstift 130 Self Starter und trage den im Endeffekt auf die komplette Lippe auf. Danach nehme ich die 125 Farbton Inspira, gebe das nochmal ein bisschen auf die Lippen drauf, aber nicht ganz bis zum Rand. Und dann zum Schluss die Nummer 10 Dreamer. Und das kommt eigentlich nur, wie ihr gerade seht, so in die Mitte der Lippe, damit das so ein bisschen betonter aussehen. Marilyn Monroe hat ja auch unglaublich viele, ich glaube 5 oder 6 verschiedene Farbtöne auf ihre Lippen gegeben, damit sie voller aussehen. Und auch das ist hier im Endeffekt der Sinn des Ganzen. Die Lippen wirken voller, wenn ihr außen eine dunklere Farbe benutzt und innen eine hellere Farbe. Das ist dann im Endeffekt auch schon der ganze Look. Ich hoffe, er gefällt euch. Er ist auch wirklich sehr süß durch die rosa und lila Töne für den Valentinstag, wenn ihr da irgendwie schick essen geht oder sowas. Ich hoffe, es hat euch gefallen und macht es doch gerne mal nach. Und vergesst auch nicht, wenn ihr es nachmachen solltet, mich auf Instagram oder so zu verlinken. Viel Spaß! So meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und solltet ihr diesen Make-up-Look mal nachschminken, dann macht gerne Fotos davon und verlinkt mich auf Instagram. Ihr findet den Link zu meinem Instagram-Profil hier auf meinem YouTube-Channel. Ich hoffe, euch ganz bald wiederzusehen. Guckt euch auch ein paar andere Videos aus meiner Make-up-Playlist an und wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, dann macht das gerne jetzt. Betätigt auch gerne den Benachrichtigungsbutton, diese kleine Glocke neben dem Abo-Button. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Also bis zum nächsten Video. Ciao!